Wir sind mit dem Zeitzeugen Herbert Kawaschinski im August-Horch-Museum in Zwickau. An dieser Stelle möchte ich mich auf das Herzlichste bei den Mitarbeitern des Museums bedanken, die es mit ihrer Unterstützung überhaupt erst ermöglicht haben, dieses Video zu drehen. Vielen lieben Dank dafür. Max und Moritz, das sind sie. Gegenüberliegend die zwei Roboter hier. Universalroboter, das ist der rechte Seitenwand, ein Rundtisch, wo die drauf lag. Und der Roboter hat die gepunktet. Das wurde programmiert, so wie der Mann die Zange geführt hat. So hat ein Band, Magnetband, das aufgezeichnet. Und so wurde das dann auch, so hat der Roboter das dann abgefahren. Also wenn der Mann schlecht gearbeitet hat, hat der Roboter auch schlecht gearbeitet. Ne? Musste wirklich einer sein, der das ganz genau macht. Und beim Programmieren braucht er ein Ende. Damit er weiß, wenn er rausfährt, ich muss in meine Ausgangsstellung. Und da haben sie mal mit einem Lehrling programmiert und der hat vergessen, das Ende einzugeben. Das war hier der. Da wurde er fertig mit Punkten, ist rausgefahren, hat mal kurz so gezuckt und dann mit einer affenartigen Geschwindigkeit in den Zaun hinein. Da hing großer Werkzeugkasten, weil das alles amerikanische Inch-Schlüssel waren, die hatten wir ja nicht, die haben wir mitgekauft, die hingen dort, da hat er alles klar getroffen. Ne? Und da drinnen stand der Elektriker, der hat sich fallen lassen und da wurde er über den drüber weg. Und da ist nichts passiert, aber die große Frage war, warum hat er das gemacht? Und dann haben wir das Band abgespielt, ganz langsam und dann haben sie herausgefunden, kein Ende eingegeben. Der Lehrling hat das vergessen, da hat er halt mit programmiert, aber kein Ende eingegeben. Dann weiß er nicht, wo er hin muss, dann sucht er sich ein Ende. Das waren also die Anfänge im Sachsenring. Zwei amerikanische Universalroboter, die konnten alles machen. Wir haben die in Kuga Augsburg umbauen lassen zu Schweißrobotern. Ja, die hätten irgendwas anderes machen können. In welchem Jahr war das dann? 76. 76 war das schon. Die Monteure, die diesen aufgebaut haben. Also hier, muss ich noch dazu sagen, sieht man schön, wenn wir Handvorrichtungen hatten, wir hatten viele Spanner und sowas dran. Und wenn ein Roboter arbeitet, dann muss er immer um die Spanner rumfahren und das ist alles Zeit und auch Fehlerquellen. Also war die erste Erkenntnis, ganz andere Vorrichtungen, roboterfreundliche Vorrichtungen zu bauen, damit wir hier problemlos mit dem Roboter auch arbeiten können. War eine Erkenntnis, die also unser Maschinenbau gewonnen hat. Beim Aufbau dieser Anlage waren zwei Monteure aus der BRD da und die haben abends ihr Buch bei mir reingelegt auf den Schreibtisch. Und da konntest du auch mal blättern, welche Mängel bei der Abnahme solcher Anlagen also aufgetreten sind. Das hat mich natürlich interessiert und das habe ich dann auch gemacht. Ne? Also Ölverluste, das war hier Servotechnik aus dem Flugzeugbau, hat das die Amerikaner genommen. Und das musste alles ganz sauber sein. Wir hatten schon ein Problem, das einzufüllen. Also Filter, noch eine Strumpfhose draufgelegt, eine Darmstrumpfhose, damit es ja jeden Partikel rausfiltert. Und wenn diese Servoventile kaputt waren oder mal zur Reparatur mussten, dann hätte das in so einem Laborraum stattfinden müssen, ne? Wo also kein Dreck ist und wo keine Luft weht. Und das hatten wir ja gar nicht. Und die sind dann auch mit der Zeit verschlissen, diese Ventile. Und das war das Problem, die mussten aus Amerika sein. Also die konntest du nirgends anders kaufen. Aber die Führung der DDR oder der bürokratische Weg, der hat es ja nicht so gesehen. Wir waren in Berlin, wollten Westgeld für diese Ventile. Da haben sie den wir geschickt hatten, die Instandhalter hatte den Meister geschickt, hinausgejagt. Waren sie schon in Dorm, haben sie Negativatteste mit, sie kommen aus Zwickau, Dorm ist daneben, die bauen Motoren, ne, und so. Und da mussten wir erst noch Negativatteste zusammenholen und vielleicht nach 2 Jahren
hat auch die Qualität schon drunter gelitten. Haben wir dann Westgeld gekriegt, als wir es hatten, waren die Ventile teurer geworden, konnten wir bloß noch die Hälfte kaufen von dem, was wir hätten gebraucht. Also es war ein sinnloses Unterfangen. Und die Monteure haben aber gelobt, dass alle interessiert waren. Das war ja 1976 wie eine Sensation, dass 2 Roboter hier waren. Also auch viele Delegationen im Nachhinein haben die angeschaut. Und da haben unsere Instandhalter sich richtig reingekniet. Das haben die 2 Monteure bewundert, weil die aus anderen Betrieben in der BRD nicht gewöhnt waren. Dort war es nämlich so, die haben sich so eine Anlage zur Probe hinstellen lassen. Und wenn die dann richtig lief, dann haben sie genommen. Wenn die nicht lief, haben sie nicht genommen. Und wir haben hier schon beim Aufbau also sehr interessiert mitgearbeitet. Ja? Und das haben die gelobt. Auch die Leute, die dran gearbeitet haben, haben natürlich sich erstmal gefreut, Roboter. Aber es gab eben einen Haken. Wir haben früher auf der Gegenseite, hier hinten, war die linke Seitenwand. Und da haben wir auch getaktet. Also einer hat Teile eingelegt, einer hat gepunktet, der nächste hat geschraubt, es waren 4 Vorrichtungen oben und da konnten in der Regel 3 Mann gut arbeiten. Und der Schrauber musste eben 270 mal 5 12er Schrauben ohne Schlagschrauber. Wir hatten bulgarische Schrauber und dann hast du geschraubt und wenn die fest geworden sind, haben die dich durchgeschüttelt. Und das eben von 270 mal 5, ne, 1350 Mal am Tag. So, und damit das nicht ist, haben die Leute dann ihr Teil eingelegt und sind mit dem Teil rumgefahren. Hat also jeder sein Teil gemacht und damit bloß noch 90 mal 5 Schrauben gehabt. Und das war wirklich ein Fortschritt. Hat natürlich viel Qualifizierung gekostet, dass alle alles konnten. Und jetzt ging das hier zurück. Hier wurde wieder, ein Mann hat geschraubt, alle schreiben. Und jetzt wollte keiner daran, nicht wegen die Roboter, sondern wegen der Verschlechterung der Arbeitsbedingungen schrauben. Da haben die uns Maschinenstürmer genannt und alles, weil wir also Probleme hatten, diese zu besetzen. Ne? Da haben wir dann auch mal zu den Trick gegriffen, wenn einer entlassen wurde aus der Armee, da hat er wieder hier seinen Arbeitsplatz gekriegt und da wollte jetzt, da haben wir dann gesagt, ja, Roboter, und haben den dann angeschoben und dann hat er erstmal Stickerei, bis er gemerkt hat, wir haben ihn verarscht. Ne? Und da war auch mal der Oberstechbar, der Chef der Landstreitkruppen auf Besuch. Und der war vielleicht 3 Monate von der Armee entlassen und da hat er gelobt, oh, ein Reservist, so eine Technik beherrscht er und so. Ne? In Wirklichkeit haben die ja nur auf die Knöpfe gedrückt und haben nicht mit Roboter gemacht, weil sie nicht programmieren konnten, die Leute nicht. Das haben nur Instandhalter oder Schweißtechniker gemacht. So kann man eben sowas auch hochjubeln. Aber Ziel war, es muss die linke Seitenwand auch mit Roboter gemacht werden. Da wir jetzt so viele Probleme hatten, also Instandhaltung, Beschaffung, ne, Ersatzteile, haben wir ja gewusst, das ist schwierig. Und da wurde aber nie locker gelassen. Und kurz vor der Wende haben wir mit eigenen Robotern aus dem Sachsenring, die 5. Achse im Fußboden, so eine Seitenwand aufgebaut. Aber nie richtig zum Laufen gebracht. Wir haben Teile produziert, aber unter schwierigen Bedingungen war jede Schicht kaputt. Also immer wieder auf die alte Seitenwand. Und beim Bau dieser Vorrichtung oder dieses Tisches, da mussten linke und rechte Seitenwände auf einem Band gemacht werden. Wir haben also 2 Vorrichtungen links und 2 Vorrichtungen rechts draufgestellt. Die Schwierigkeit war, diese Punktzangen so zu hängen, dass auch links und rechts damit gearbeitet werden konnte, denn sonst haben die linke haben die sich gehängt und die rechte Seite. Ne? Das ging ja nicht, weil sie auf einem Band 2 Seiten machen mussten. Das war also wirklich kompliziert. Das heißt also Gerippe-Schweißstraße. Die hat der Ingenieurbetrieb Hohenstein gebaut, also DDR-Produktion. Ne? Und die ganzen Aufnahmen des Trabants in der Fertigung sind über 2 Technologenlöcher gemacht worden, die im Mittelfahrzeug waren, hinten am Heck, am Boden
und vorne. Also in der Schweißstraße, am Ovalband, im Gerippe, Rundband, überall wurden die so aufgenommen. Auch hier hinten. Und da haben die einen Endschalter gemacht und wenn jetzt der Keil durchgefahren ist durch das Loch, der Endschalter hat angesprungen, dann sind diese Seitenteile, die alle ungefähr so aussahen, zusammengefahren und haben gepunktet. Und jetzt hatten wir ein Qualitätsproblem unterwegs bis hierher, dass der Boden leicht rund war. Und es passieren konnte, wenn hier das Technologenloch war, dass der Stift, der da war, nicht hier durchgefahren ist, sondern hierher und hat es hochgehoben. Und da haben wir dann immer am Anfang die Schlosser geholt, also die das aufgebaut haben, Hohenstein, die waren da, ne? Die haben das begleitet, die haben das dann abgegeben in unserem Maschinenbau, die haben auch Mittagsschicht mitgefahren, aber oft in der Fertigung in einer Schicht, also ich sage mal bestimmt 20 Mal, ist das passiert. Und da haben die gesagt, da müsst ihr mal rütteln und dann rutscht das Ding rein, ne? Und dann ging das so wieder los. Ich hatte hier an dem Takt einen Ferienhelfer, weil das keine schwere Arbeit war, und Rollen anstecken und dann rausschieben aufs Längsband, diese Karosse. Und das hat er 14 Tage gemacht. Und zur letzten Schicht ist irgendein Transport von der ersten Station in der Gerippe-Schweißstraße zur zweiten. Was passiert beim Transport? Und da war der Stift nicht hier, sondern vielleicht hier. Und da der junge Ferienhelfer das gesehen hat, da saß nämlich, wenn er Pause hatte, so ein bisschen zwischen den Takten auf dem Stuhl. Und das ist hochgefahren und da konnte der das sehen. Da hat er zu dem Gesell gesagt, da ist natürlich schön, ohne zu gucken, hat gerüttelt. Und da hat er gesagt, da ist nicht mit Rütteln, das müssen wir heben. Und da ist der Schüler, also das sieht man jetzt schlecht auf dem Bild, hier reingelaufen und hat unter dem Trabant, unter der Tür den Holm angefasst und hat das gehoben. Und so wie die das abgesetzt haben, kamen von hinten die ganzen Punktschweißeinheiten. Und da hat es dann mit dem Hals hier in diese Ecke gedrückt. Aber so tief, weil das wollte er jetzt hier verriegeln. Da haben wir schon Not ausgemacht, vielleicht so viel. Aber da war ja nicht dick zum Glück und mit dem Halsstock gleich hier drin. Da haben wir das Elektriker geholt, da die Anlage relativ neu war, also 3/4 Jahr. Aber so was noch nie passiert ist, hat natürlich jeder Angst gehabt, wenn wir jetzt auf den Knopf drücken, macht das auch so oder geht das gleich auf. Keiner wollte das machen. Ne? Das haben wir dann gemacht und es ging auf, zum Glück. Später haben wir erfahren, dass hier in der Anlage oben Hebel waren, da konnten wir die Hydraulik sperren und mit der Hand das Ding rausfahren. Das hätte man also auch machen können. Aber das haben wir nicht gewusst. Es hat dem nichts getan. Da war im Krankenhaus zur Beobachtung, diese Kante hier hat so tief hier reingedrückt, dass hier so eine Hook rauskam, aber eben nur gedrückt und ein ganz kleiner Strich zu sehen war, also nicht mal eine Wunde, nur so von dem Drücken eben, ne? So eine Kanteabbildung. Und nach 3 Tagen Krankenhausaufenthalt ist er wieder raus. Das war also der schlimmste Unfall, den ich erlebt habe mit dem Karosseriebau. Ich verantwortlich. Vielen Dank fürs Anschauen dieses Videos. Ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen, das anzusehen, wie es mir gefallen hat, das Video aufzunehmen. Wenn euch etwas besonders gefallen hat oder auch wenn euch mal was nicht gefallen hat, schreibt es mir bitte in den Kommentar. Über ein Abo würde ich mich wie immer urst freuen. Bis bald, euer Jan.